Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Time to say goodbye. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Mein Vater war ja bei meiner Geburt fast 50 Jahre alt und er wollte früher in Ruhestand gehen. Durch sein Revier war ein Autobahnzubringer geplant. Viele Bäume mussten dafür gefällt werden und die Tierwelt wurde dadurch erheblich gestört. Außerdem gab es immer mehr Hobbyjäger und das war meinem Vater ein Graus. Da ging es nicht mehr um Hege und Pflege des Wildes, sondern nur noch um Trophäen. Meine Eltern bauten darum ein Haus, das genau zwischen dem ersten und zweiten Forsthaus lag. Am Tag meiner Abreise legte ich mich auf die Wiese zwischen den Apfelbäumen vom Haus und presste mein Gesicht in das feuchte Gras. Ich wollte nicht weg. Hier war mein Zuhause. Keine Tiere mehr, keine Schaukel im Garten. Die Kühe waren abgeholt. Den ganzen Tag habe ich geweint. Ich liebte Lotte doch so sehr mit ihren treuen Augen und den langen Wimpern. Es gab nur noch Purzel, den Dackelrüden, einen Sohn von Dolly. Aber es bleiben mir ja die Erinnerungen. Vieles habe ich nicht erzählt, zum Beispiel, dass Susanne und Heidi im Forsthaus geheiratet haben. Meine Geschwister waren ja mittlerweile, bis auf meine beiden Brüder, alle schon verheiratet und hatten ihre eigenen Familien. Es gibt noch einige lustige Begebenheiten, die ich euch noch erzählen will. Zum Forsthaus kamen oft irgendwelche wichtigen Leute, die das Revier begutachten wollten. Oft kamen die auch unangemeldet. Eines Tages kam so eine Gruppe von Männern in Anzügen und Krawatten und Mutti hatte Waschtag. Sie stand alleine in der Waschküche mit verklebten Haaren, einer nassen Schürze umgebunden. Sie öffnete den Männern die Tür und sagte, weil ihr Aussehen peinlich war: Die Herrschaften sind heute alle außer Haus. Ein anderes Mal kamen Männer von der Forstbehörde zur Inspektion. Mein Vater hatte das völlig vergessen und machte gerade seinen Mittagsschlaf. Meine Mutter bat die Herren geistesgegenwärtig ins Wohnzimmer, bot ihnen etwas zu trinken an, mit dem Hinweis, dass mein Vater noch unterwegs wäre und in Kürze eintreffen würde. Dann brachte sie ihm Uniformjacke, Stiefel, Hut und Gewehr ins Schlafzimmer. Mein Vater kletterte aus dem Fenster und kam kurz darauf mit einem kräftigen Weidmannsheil, meine Herren, zur Haustür herein. Ich muss euch noch was erzählen. Ihr erinnert euch, dass ich darüber berichtete, dass in unserem Haus gerne mal ein Gläschen getrunken wurde. Meine Mutter hatte darum eine Flasche Cognac für Gäste im Wäscheschrank versteckt. Als nun einmal hoher Besuch kam, holte sie die Cognac-Schwenker aus dem Schrank und schenkte den Anwesenden ein. Sie erzählte später, dass sie eigentlich keine Lust gehabt hatte, auch etwas mitzutrinken, es aber als Unhöflichkeit empfunden hätte, es nicht zu tun. Was gut war, wie sich später herausstellte. Denn als sie das Glas erhob und zum Wohl, meine Herren, sagte, stellte sie fest, dass in der Flasche kein Schnaps, sondern Kaffee war. Wenn sie nicht mitgetrunken hätte, die Männer wären bestimmt still geblieben, hätten nichts gesagt. Ich weiß nicht mehr, was sich Mutti als Ausrede hat einfallen lassen. Bestimmt war es gut, denn bei so einer großen Familie muss man flexibel sein. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal, also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.